Sehr vielmal Dankeschön, dass du Vara hast den Video angeschaut. Wir freuen uns, dass wir von der Vara kennen und ein Video mitteilen. Von der möchte ich darüber reden, wie meine Freunde ich die Natur merken nach Japan. Und ich will Ihnen ein paar Geschichten vertellen und ich hoffe, dass es auch wirklich wird einen Segen für uns sein. Mal hören, was Gott in einem anderen Land tut, weit auf von uns. Als ich Ihnen die Geschichte vertelle, möchte ich Ihnen auch fragen, dass Sie wollen anklicken an dem Subscriber. Wir brauchen Ihre Subscribers. Je mehr Menschen uns unsubscriben, der besser ist das für uns. So, wir freuen uns, dass Sie das tun. Und wir freuen uns auch sehr, dass Sie uns eins von einmal was schreiben oder bloß ein Audio-Chatje. Das freut uns sehr, wenn Sie uns mit ansparen tun, dass wir können diese Videos merken und uns alle ansparen, Gott notifizieren. Meine Freunde und ich waren 4 Jahre das erste Mal in unserem Leben in Japan. Wir haben eine Tour gebucht nach Neuseeland und Australien. Dort war unsere 5. Tour, die wir da haben möchten. Und als wir das gebucht haben, vielleicht ein Jahr vorher, dann kriegen wir eine E-Mail von Japan. Da war ein Missionar, der uns hier in Kanada gehört hat uns auch in Deutschland gehört. Er sagt, würde es möglich sein, dass ihr von Neuseeland, wenn ihr in Australien, Neuseeland vor dich habt, nach Japan kommen, für 3 Wochen bei uns Konzert haben. Er sagte uns, ich werde das alle organisieren, ich werde mit Ihnen fahren, wir werden all die Flüge mit den Airplanes, mit dem Flugzeug im Land, die wir alle bezahlen, da braucht ihr keine Sorge anmerken. Wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Und wir sagten ja, wir würden das tun. Wir werden da für Mehrheit 3 Wochen. Brüder und Schwestern, wir dachten auch, wir haben alles gesehen. Aber als wir nach Japan kamen, uns bleibt bloß alles stehen. Ich kann mäßig leben, dass es so was gibt. Wir flogen von Neuseeland. Neuseeland, das ganze Land Neuseeland, hat ungefähr 6 Millionen Menschen. Von da flogen wir nach Japan. Japan ist ein kleines Land. Wir flogen nach der Hauptstadt, Tokio. Tokio hat 38 Millionen Menschen in einer Stadt. Und dort, wo ich ab war, da wären 7, 8 oder 10 Wirtschaften. Als wir dann fliegen, wie sah die Stadt für uns? Wir können mäßig leben, dort so was gibt. Wir sind in New York City gewesen. Wir sind in viele große Städte gewesen. Aber Japan, Tokio, hat wir noch nicht gesehen. Die Menschen, die uns anlöten, die holen uns vom Flughafen, vom Airport auf. Und dann brachte er uns zu der Stadt, wo wir wohnen würden. Für ein Städtchen in Tokio. Unser erstes Konzert war in Tokio. Das Bruder, das Missionar, sagte uns, Eduard, ich will Ihnen bloß weiterlassen, dass unsere Kirche hier in Japan sind alle ganz klein. Wenn wir 20, 30, bis 40 Menschen haben, das ist eine normale evangelische Kirche hier in Japan. 0,4% von 100, 0,4% glauben an Jesus. Stell dir mal vor, da sind mal ein paar Menschen, von 100 Menschen, da würde nicht mal einer sein, der an Jesus glaubt. 38 Millionen Menschen, bloß in einer Stadt. Diese Menschen haben nichts von Gott. Die haben einen Buddha. Die haben alle Götter, die anbeten. Aber keinen Jesus nicht. Diese Menschen brauchen Gott. Unser erstes Programm, das wir hatten, wie in Tokio. Die Menschen, die da saßen, wir hatten 60 Menschen in der Kirche. Die Kirche war voll von Eich, da wir nicht mehr rum. Die meisten, oder sehr viele von denen, waren nicht mal Christen. Die wollen bloß den Harp hören. Und dann kann ich ihnen mein Zeugnis geben. Der wird für mich übersetzt wie ein Lawyer. Nein, da weiß ich aber nicht, wer dort alle Plautdietsch sei. Das sind ein ausgelehrter Mensch. Kreuz ist ein Doktor, ausgelehrt. Und die meisten, die da saßen, die waren alle Doktors, Zähnedoktors, Krankenschwestern, alle sehr weit ausgelehrte Menschen. Ich komme mit dem Bosch, ich ziehe mit jeden Bagger abgewaschen. Ich kann diese japanischen Menschen mein Zeugnis mitteilen. Ich sehe hier, wie wir aus der Mennonitenkolonie in Paraguay, Südamerika gewohnt haben. Und wenn Missionare an uns gekommen wären und haben uns von Jesus vertellt,
und wie viele von uns sich bekehrt haben. Mit einmal die Übersetter, die gehe ich mal Übersetter. Ich sage Throne in der Versammlung. Wenn ich kann ja nicht Japanisch reden. Ich sage das auf Englisch. Und dann deed es Übersetter, die deed eine Hand auf meine Schulter, dann sage ich da du. Dann kickt ich und dann stund die auch in Rot. Ich sage, wenn es was rost. Ich sage, sind haben wir in Japan an die Eier gehit. Unsere Menschen sind so weit ausgelehrt, so sehr kluge Menschen, aber wir kennen Jesus nicht. Hier kommt einer von Paraguay, ein Mennonit aus der Kolonie, der so arm abgewaschen ist und kommt uns zu sagen, dass wir sollen Jesus annehmen. Und viele von unseren Menschen, die haben so etwas noch niemals erlebt. Unsere Menschen sind angeregt dadurch. Dankeschön, dass du gekommen bist. Unsere Menschen sind so froh, dass du kommst in dein Zeugnis gibst. Und dann, als das Programm fertig wird, dann flogen wir im Norden nach Japan, ganz im Norden. Ihr habt vielleicht gehört, dass vor 9 Jahren wieder ein Tsunami. Als dann ein großes Erdbeben war, dann kam eine große Wal an der Küste, an dem Strand nach. Und da über 20.000 Menschen in einer Stunde, das sei versuchen die alle. Über 20.000 Menschen wären in einer Stunde tot mit einer Wal, die da nimmt vom Meer. Die ganze Wal kam über die ganze Städte über, und die alle ganz fein Kiele, der Hieser. Wie wir gerade auf der Städte, da wir eine Kirche. Da wir eine Kirche, der hat 2 Gemeindeglieder. Na, ich rede hier nicht über plautdeutsche Menschen. Jene Kirchen sind immer voll. Da sind sehr viele in jene Kirche. Hier haben Hunderte beginnt. Das Missionarenlied, die wir hier für 20 Jahre gearbeitet haben, 2 Gemeindeglieder. Die wir froh, die sagen, wir sind so froh, dass wir 2 Gemeindeglieder haben. Wie die Menschen auf der Gas anladen, den ganzen Nachmittag über. Wie Leute die an, nur die Kirche kommen. Dort wir bloß eine kleine, die wir like 4 Meter breit und vielleicht 6 Meter lang wie der Raum. Dort wie der Kirche. 2 Gemeindeglieder. Den oben wird ganz voll. Da werden 20 Menschen bei. Eine Frau hockt da vor mir. Ganz dicht bei, wenn es so voll wird, die hockt ganz dicht bei. Und die Übersetter, wir beziehen mich. Und am Anfang hockt sie das so angeholt. Und dann checkt sie das. Und dann checkt sie das. Hockt sie da ganz freundlich. Als das Programm fertig wird, dann kommt sie zu mir und sagt, Bruder Klassen, ich soll gesehen worden von der so aus. So sagt, ich bin kein Christ nicht. Ich komme der Harp hier, ich will hier, weil du willst spielen. Und dann darfst du den Zeugnis geben. Und dann fällt mir mit einmal bei, als ich ein kleines Kind war, wie ich hier in dieser Stadt auf der Gas, wie da ein Missionar, der die Kindergeschichte vertellen, ich das horche. Als du deine Geschichte in den Zeugnis gibst, dass Gott zu mir redet, von der so oberst. Ich will dir nur sagen, von nun an, waren da nicht mehr 2 Gemeindeglieder hier sein, da waren 3 sein. Wenn ich will hier nur auch hinkommen. Es ist dort nicht fein, wenn du und ich ein Zeugnis für andere Menschen sind. Ich kann die Menschen nicht Christ machen. Ich kann jene Menschen nicht Christ machen. Und du, wenn du wirst einen von deinen Gemeindegliedern Christ machen, oder deine Freund, das wird nicht schaffen. Gott kann das mit uns tun. Japan hat so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, die sterben ohne von Jesus zu hören. Du und ich sind religiös abgewaschen, weil wir doch Jesus deine und die Menschen mitteilen von Jesus. Du hast all unsere Videos, also für mal gesagt, wir sollen abhören mit uns Jachten in der Kirche. Dort Tät weggeschmissen. Und dann lässt du dem Soto noch den Hand geben, den Finger, wenn du untereinander die Jagd das. Diese Menschen in Japan, die freuen sich so sehr, dass wir kommen. Wir waren dort nicht Rektor. Wir kriegen euch betont dafür. Wie deute dort, Gott zu loben und zu preisen und Zeugnis der mitzuteilen. Das Missionar wird uns rumführen dort, wie wir auch im Süden, ganz im Süden von Japan. Ich wollte hier bei uns Bildern abtun, auf diesem Video, die hast du vielleicht auch gesehen. Ich wollte dir bei uns abtun, dass du kannst ein bisschen sehen, die Bilder, die du gesehen hast. Es ist sehr interessant. Gott, der aufmerken über die ganze Welt.
Gott will uns, dass wir sollen diese Völker, diese Menschen von Jesus vertellen. Japan ist eine von den reichsten Ländern der Welt. Und eine von den wenigsten Christen wohnen dort. Die Stadt ist so rein, so sehr schmuck. Da wird nicht gestohlen. Du kannst deine Geldtasche im Restaurant lassen. Und nachher gehst du und holst sie dort. Die wollen dort nicht stehlen. Ich meine, klar, es werden Ausnahmen sein. Aber im Normalen ist das eine von den sichersten Ländern in der Welt. Aber dort sind Menschen, die alles auf das Äußerliche abgebaut haben. Sehr intelligent, sehr kluge Menschen. Wie weit ihr die Toyota-Fabrik ist da. Aber sehr viele elektronische Sachen wurden gemerkt. Diese Menschen sind sehr schmuck, die sind sehr häufig. Wenn du im Haus kommst, dann musst du die Schuhe tragen. Du musst die Schuhe tragen, wenn du im Kauschit angekleint hast, das hätte ich schon mal dort. Du kannst es dort nicht in Japan im Haus nehmen. Du musst deine Schuhe vor dem Haus stehen lassen, vor der stehen lassen, und dann gehst du im Haus nehmen und gibst dir die ihre Schuhe. Das ist ein Respekt. Wenn du um das eten bist, du setzt dich auf den Stuhl, du setzt auf den Flur, du hast eine Flur da, und du setzt dich und darfst du eten. Sehr interessant. Der hat uns eine Ware eingeladen. Und wenn Gott sein will, ist, wo wir Ware da anfahren. Bet für die Menschen in Japan. Die sehen noch was anderes. Der Geld und der Klugheit, der nicht gleich merken. Das der Anzug nicht. Da werden wir ansparen, Brüder und Schwestern. Weil wir doch für den Herrn arbeiten. Von der aus, der Zeit, das ist der große Abend, das vielleicht ist Jell. Aber es sind nur ein paar Menschen, die da rausgehen und das Evangelium wiederteilen. Junge Menschen, du, wenn du eine Gabe hast von Gott und man hat dir raubt, verlot dein Haus und geh in der Welt nennen und bring das Evangelium den Menschen, die da warten. Von der aus der Zeit, Jesus wird meistens weiterkommen. Dann wird er all die zum Himmel nehmen. Wird am Leben tun, wird ihre Sünde am bekannt und wird am Hand angenommen als persönlichen Heiland. Ich möchte die anspornen, von der aus der Zeit am Unternehmen. Der dort, euer du gestorben ist. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und Gottes Segen.